Sonntag früh ist, der 7. August. Still, kein Auto, kein Flugzeug. Ich noch nicht ganz salonfähig. Und jetzt dass man sogar die Vogelspecht aus dem Wald hört. Die Sonne steht schon hoch am Himmel, aber es ist noch relativ kühl. 11, noch was waren es, wie wir gestartet sind. Sieht man jetzt nicht. Oder sieht man es? Sagt es 17? Ne, 12? Ich sehe es jetzt nicht. Weiß nicht, ob es erkennt. Der Lump spurt. Nein, raus da. Minute zu Minute wird es wärmer. Es ist jetzt 7:30, gestartet sind wir so kurz nach 7. Am Anfang bin ich mit ihm ein bisschen noch gelaufen. Jetzt bin ich gerade über die Brücke gekommen und an diesen schönen Fleckerl vorbei und habe echt überlegt, ob man nicht jetzt schon frühstücken. Um 7:45 oder 7:10. Ist ja ein bisschen früh, aber jetzt geht es dann durch die Ortschaft durch. Da hinten ist ein Storch. Also jetzt habe ich beschlossen, wir werden hier frühstücken. Die Sonne ist schon genau in der richtigen Temperatur. Es ist nicht zu warm und nicht zu kalt. Wir gehen dahin. So schön. Die Teichrosen blühen dann noch so schön. Die Sonne ist jetzt schon so warm geworden, dass ich den Wohnwagen umdrehe und mit der Tür in Schatten stelle. So, dann ist zwar vorne Schatten, aber ich kann ja in der Sonne sitzen. Sogar der Patschi hat schon Appetit. So früh.
Was war da gerade? Ein Autofahrer auf der Brücke? Ja, der hat Fische gefüttert von der Brücke und hat halt erzählt, überall hat es geregnet, nur hier nicht. Und wenn wir wo lagern, da passt der Patschi auf. Da knurrt er, da bellt er. War aber ein ganz nettes Gespräch jetzt wieder. Ja, das sind so die Begegnungen. Ja, ich bin der beste Hund. Gerade ist wieder ein Radfahrer vorbei. Das geht ja gar nicht so was, gell? Sein Essen ist verpackt, im Rest. Er hat nicht alles aufgegessen. Das tut er später dann. Wenn wir unterwegs sind, dann mag er dann auch eigentlich immer später erst frühstücken. Für das hat er ziemlich viel vom Frühstück gegessen. Guten Morgen! Nee, du nicht. Wir waren über 2 Stunden da, 9:40 Uhr ist es. Jetzt kommen die Radlerhorden. Also, gerade wo wir aufbrechen, sind schon ein paar vorbei. Wir sind in Herrieden. Dieses alte Häuschen so schön geschmückt. Hinter Herrieden geht es jetzt das kleine Sträßchen lang. Ist uns noch kein Auto begegnet. Und ein Wegweiser Richtung Kolmberg. Da war ich ja letztes Jahr laden oben auf der Burg, also unterhalb in dem Gutshof. Schaut mal die Bäume, wie die trocken werden am 7. August. Da hat es nicht geregnet. Da ist unser Wegweiser Kolmberg, 17 Kilometer, Leutershausen 6,5 Kilometer. Fahren wir da drüben weiter. Wir haben Nordostwind. Das kommt uns heute zugute. Wir fahren nämlich im Moment genau Richtung Nordwest. Jetzt habe ich da drüben auf einer Wiese Herbstzeitlosen gesehen. Ich glaube nicht, dass ich mich verguckt habe.
Wir haben den 7. August. Die Altenmühl wird immer kleiner. Es geht nach Sachsen. Ja, so weit sind wir schon. Kam gerade ein Radreisender aus den Niederlanden, hat gefragt, ob er ein Foto machen darf. Jetzt fährt er 60.000 Kilometer, aber sowas hat er noch nie gesehen. Jo, werden Sie jetzt ein bisschen öfters sehen. Das Lustige war ja, wo ich heute übernachtet habe, ihr glaubt es nicht. Die Familie, irgendwie so 20, 25 Kilometer nördlich von ihrem Wohnort, genau diesen Fahrradwohnwagen gesehen mit jemandem. Einen Skovi vom Jörg Skowronek, der die baut. Und der Witz ist ja, dass ich am Abend reingeschneit komme bei denen mit auch dem. Also, wer war da unterwegs in diesem Raum? Ungefähr, was waren es, 30 Kilometer westlich Altmühlsee da oben in der Gegend. Wäre ja lustig, wenn wir den oder die finden. Schaut, schon sind wir in Sachsen. Stadt Leutershausen, Kreis Ansbach. Da haben wir eine lange Brücke. Ich hoffe, dass da nicht irgendwo ein Knick noch kommt. Sonst wird es ein bisschen blöd. Oh. Uff. Gibt es eine Ausweichstelle? Ja. Oh, danke. Ist dann da vorbei davon, oder? Da darf aber keiner von vorn kommen. Kein Knick irgendwie, ein scharfer oder so. Ach, ihr seid lieb, Nee. danke. Bitte. Ja, aneinander vorbei kommen wir nicht. So, kann man auf der Wiese ausweichen. Ei, ei, ei. Ja. Und das noch. Da noch mal. Und dann scheint es fertig zu sein. Oh ja. Da blieb wirklich nur abhängen, rückwärts zurückschieben, wenn da irgendwie so ein Knick gekommen wäre, wo ich nicht durchkomme. Und dann wieder anhängen. Ein Flugzeug. Ups, ich muss warten. Oh ja, die lassen mich durch, das ist lieb. Wir haben uns noch freundlich zugewunken, noch nicht wissend, wie bald wir uns wieder begegnen werden. Eigentlich müssen wir wieder warten. Schauen wir mal. Kommt einer. Jetzt geht's. Das ist zu schmal. Das ist ja fies.
Schade, aber die Straße geht parallel, müssen wir die halt fahren. Also es kommt echt extrem selten vor. Ist es mal umgekehrt. Der Radweg geht unten im Tal entlang und die Straße macht bergauf. Dann kann ich beim Runterrollen meinen zweiten Apfel essen. Da oben ist eine schöne Tischgruppe. Da wollen wir Pause machen. Ja. Das ist doch schön hier. Baumschatten, Wind geht. Gut. 1 Uhr ist es, Mittagspausenzeit. Patschi hat gegessen und schläft jetzt wieder. Gut, er ist wieder eingestiegen. Schönen schattigen Fleck haben wir hier. Und eine Eiche. Und eine Linde. Gongschlag 1. Mit Patschis Restwasser mache ich eine Insektentränke. Da im Schatten hält es vielleicht sogar eine Weile. Wir laufen gerade wieder, der Patschi und ich. Und kurz nach unserer Rast. Das wäre ja noch schöner gewesen. Das war wieder so ungut ausgeschildert, dass wir verkehrt gefahren sind. Aber jetzt können wir da vorne dann links runter und dann sind wir wieder auf dem Altmühlradweg. Ist ja immer, wenn man in die Gegenrichtung fährt, nie so gut ausgeschildert, wie wenn man die Hauptrichtung fährt. Also irgendwas hat da gefehlt wieder, weil ich schon recht aufpasse, wo wieder eine Abzweigung kommt. Naja, ein schöner Höhenweg. Da unten ist die Altmühl. Wir sind in Gesslau. Und da habe ich jetzt vorher jemanden gefragt, wo denn die Altmühl entspringt. Ich habe das in Google, ich habe es nirgends gefunden und die sagte mir bei Hornau. Das heißt, ich ändere jetzt die Route und fahre jetzt nach Hornau. Also ich ändere jetzt die Route, fahre nach Hornau, guck, wo die Altmühl entspringt und fahre dann rüber auf den Eischtalradweg. Rothenburg, das können wir auslassen. Zum einen waren wir da letztes Jahr und ich weiß, dass innen sowieso alles mit Kopfsteinpflaster ist. Und jetzt machen wir das so. Noch 5 Kilometer bis nach Hornau und zum Hornauer See. Und da ist ein Campingplatz. Und jetzt bin ich direkt am Überlegen, ich gucke mir das mal an. Vielleicht, ja, es ist schön mit viel Wald, dort einen Tag verbringen und in Ruhe den Altmühlursprung erwandern mit dem Patschi. Ist ja dann nicht weit weg vom Hornauer See. Bin mir aber nicht sicher, ob ich mit dem Wohnwagen hinkomme. Ja, jetzt fahre ich einfach da mal hin. Ist sowieso unser Ziel. Und dann wird sich's rausstellen, ob wir da in der Nähe irgendwo fragen oder ob ich heute noch den Ursprung angucke und dann weiterfahre. Alles offen. Es geht tatsächlich, jetzt haben wir ja so viel bergauf gestrampelt,
Da dürfen wir schon mal wieder mit einer Bergabfahrt belohnt werden. Ich habe immer noch 4 Striche am Akku nach 45 Kilometern, obwohl es auch bergauf, bergab ging mit Turbo. Das muss der Ostwind ausmachen, weil ich meistens heute Rückenwind hatte. Ja, aber auch mal kurze Stücke Gegenwind. Phänomenal. Schaut, ich bin gleich am Ursprung in Hornau. Das ist die Altenmühl. Ich verstehe nicht, warum die Leute nicht von Ursprung wegfahren, sondern von Rotenburg. Und da geht's weiter und dann wird sie langsam immer größer. Und da hinten soll auch der Zeltplatz sein. Schauen wir mal, eine Seemühle gibt es auch. Der Grundstücksbesitzer weiß aber, dass wir da übernachten und der hat es auch genehmigt. Katja muss schwimmen. Och, ja. Nachdem da die Altmühl durchfließt durch den Hornauer See, hoffe ich, dass mit Blaualgen kein Problem ist. Ich weiß noch eine Runde schwimmen. Oh, heute haben wir ja nur in der Früh. Da war sie gehabt, gell, beim Frühstücksplatz. Ja. Ups. Wieder raus. Wieder mal raus. Noch eine Runde schwimmen. Ja, Wahnsinn. Oh, so ein Nachholbedürfnis. Aber jetzt. Perfekt. Ja. Also, wo verwiesen wird, das ist so weit weg. Ich möchte morgen die Altmühl, den Ursprung anschauen. Und da ist es mir jetzt einfach zu spät. Da runterfahren, Wind, irgendwas. Und morgen wieder hoch. Ich denke, wenn man da eine Nacht stehen bleibt, dass das in Ordnung ist. Es ist kurz vor 6. Was gibt's heute Feines? Tabouleh. Das ist das da, das muss jetzt einweichen. Und dazu noch Zwiebeln, gebratene und Tofu mit viel Fett. Weil jetzt habe ich überhaupt nichts Fettes gegessen die letzten Tage. Da habe ich jetzt richtig Appetit drauf. Hatte ich noch netten Besuch von der Familie mit Kindern. Und der Patschi, der schläft jetzt. Der Tisch ist fast gedeckt. Schauen wir. Ist immer ein bisschen schwierig abschätzen, wie viel Spiritus braucht. Aber Tofu ist gefärbt. Das geht er aus und ich glaube, das ist ziemlich genau richtig. Das ist mal gekocht. Alles gleich weg. Rein. Mit dem Wasser muss ich ein bisschen sparsam sein. Jetzt war gerade wieder so ein netter Zufall. Da ist ein Parkplatz und da stehen welche mit einem Wohnmobil. Die kennt das alles, als es noch ein Zeltplatz war hier und haben ein bisschen von der Geschichte erzählt. Recht dramatisch. Und wir sind uns heute schon begegnet. Und zwar in, jetzt weiß ich den Namen nicht mehr, 20 Kilometer oder was zurück oder 25 durchs Stadtmauertor.
wo eigentlich ich warten hätte müssen. Aber da war recht so wenig Platz zum Stehenbleiben. Ich war schon so weit vorn und die kamen mit dem Wohnmobil auf der anderen Seite, hatten also Vorfahrt. Und dann haben sie mich durchlassen und dann haben wir uns da schon zugewunken. Und jetzt kommt sie zu mir, weil sie mich erkannt hat, wie ich mit dem Patschi eben da hingegangen bin. Und wie sie den Wohnwagen gesehen hat, hat sie es dann eh gewusst. Und jetzt haben wir uns so nett unterhalten. Ja, also diese Zufälle, das sind keine Zufälle. Das ist irgendwie, ist man, wenn man so unterwegs ist, so meditativ, dass das, ja, also ein Gesetz der Anziehung. Und liebe Angelika, noch einmal von hier, vielleicht siehst du es ja, einen ganz lieben Gruß.